Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem ganz speziellen Video. Und zwar geht es um dieses Virus, das man auf YouTube nicht nennen darf. Und ja, ich weiß, ihr seid mittlerweile alle angenervt, aber dieses Mal geht es um was Konstruktives. Und zwar einen Hackathon der Bundesregierung. Der nennt sich Wir vs. Virus und jeder kann da mitmachen. Der ist direkt schon morgen. Allerdings habe ich tatsächlich auch leider erst gestern Abend um 23 Uhr davon erfahren. Das heißt, bitte nehmt es mir nicht übel, dass ich bis heute gebraucht habe. Und zwar habe ich selbst auch hier einen Vorschlag eingereicht, an dem wir als Community teilnehmen werden. Hoffe ich zumindest. Das heißt, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert und am Ende zeige ich euch meinen Vorschlag. Okay, also zunächst einmal, der Hackathon fängt morgen an und geht bis Sonntag. Und ihr könnt auch gerne mal selbst durchgucken. Ihr könnt als Teilnehmer euch anmelden, da müsst ihr auch nichts irgendwie mitbringen. Jeder, der Zeit, Lust und Internetzugang hat, der kann mitmachen. Das heißt, wir brauchen Community, alle quasi, ja. Also wir brauchen Programmierer, Programmiererinnen, Designer, Designerinnen, Kreative, Problemlöser, Problemlöserinnen, soziale, engagierte Bürger und Bürgerinnen. Und in meinem Fall werden dann natürlich auch sogar einige Lehrer ganz herzlich eingeladen, denn ja, wie wir gleich sehen werden, geht es natürlich bei mir um E-Learning. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Das heißt, da kann ich euch am besten irgendwas sagen. Okay. Was ich gemacht habe, ist, ich werde Pate sein für dieses Projekt, was ich eben eingereicht habe. Das heißt, ihr könnt dann quasi unter meiner Patenschaft sozusagen was entwickeln und das wird dann hoffentlich auch tatsächlich deployed. Ihr wisst, wir haben einen Server, das heißt, wir können das auch wirklich am Ende dann hoffentlich hosten. Vielleicht brauchen wir ein bisschen länger als die 2 Tage, aber das ist okay, das macht ja nichts. Gut, hier ganz kurz zum Ablauf, finde ich super interessant, und zwar am Donnerstag bis 20 Uhr könnt ihr, also heute bis 20 Uhr, könnt ihr Herausforderungen einreichen. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Ihr könnt hier tatsächlich selbst Pate werden, wenn ihr eine gute Idee habt. Go for it, macht da einfach die Idee in diese ganzen Ideensammlungen rein und ja, jede Idee steht am Ende im Endeffekt zur Verfügung. Und jeder kann dann im Endeffekt auch daran arbeiten, an dem er Spaß hat. Und selbstverständlich, wenn ihr eine gute Idee habt, haut da rein und dann seid ihr selbst quasi Pate. Und bis Freitag 14 Uhr ist dann quasi das Voting auf den Herausforderungen. Das heißt, ihr werdet da auswählen können, welche Herausforderungen ihr gerne bearbeiten wollt. Also sozusagen mein Vorschlag und den Vorschlag von vielleicht 1000 anderen Leuten, vielleicht auch den von euch, falls ihr selbst einen einreicht, was natürlich auch eine coole Idee ist. Und wenn dann genug Leute zusammenkommen, dann könnt ihr euch registrieren auf die jeweiligen Herausforderungen, sprich die werden dann bearbeitet. Und dann gibt es eben Slack-Zugang, wobei wir nicht Slack verwenden müssen. Ich habe tatsächlich vorhin mit den Leuten vom Wir vs. Virus telefoniert. Wir müssen kein Slack verwenden. Ich muss Slack verwenden als Pate, weil ich dann tatsächlich mit denjenigen, die das Ganze veranstalten, eben reden muss. Aber ihr könnt eben tatsächlich auch auf unserem Discord-Server zusammenarbeiten, dort ins Voice gehen, dort vielleicht Pair-Programming machen, indem ihr eure Bildschirme übertragt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass man auf Discord mittlerweile 50 Bildschirme übertragen kann während Corona-Zeiten. Das heißt, da können wirklich 50 Leute gleichzeitig auf unserem Server gratis ihre Bildschirmübertragung zeigen und da können dann eben andere Leute mitarbeiten. Ist eigentlich auch eine super Gelegenheit für euch, um eure Programmierkenntnisse viel mehr zu verbessern, als ihr es ohnehin schon wahrscheinlich habt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, absolut perfekt für euch. Und wie gesagt, ich bin dann quasi der Koordinator so ein bisschen. Das heißt, ich werde mit den Leuten von Wir vs. Virus Hackathon werde ich dann eben auf Slack kommunizieren und dann eben denen sagen, was wir gerade machen. Und genau, dann haben wir hier eben dieses Team-Sign-Up. Das heißt, wir werden uns als Team registrieren und dann eben dort mitmachen und sind dann quasi oder wir haben vielleicht sogar mehrere Teams, damit wir dort eben sagen können, wir bearbeiten verschiedene Teilgruppen. Natürlich können wir nicht unendlich viele Leute haben, das geht einfach nicht, weil ja, Teams sollten nicht größer als maximal 8 Leute sein eigentlich, laut Scrum, ihr kennt das vielleicht. Und wenn man da mehr ist, dann wird die Koordination schon ziemlich schwer. Deswegen, werden wir wahrscheinlich hoffentlich zumindest, je nachdem wie ihr Bock drauf habt, werden wir mehrere Teams haben und diese Teams sind dann dort so quasi gebündelt. Das heißt, wir können für jedes Team einen Discord-Channel erstellen sozusagen, also quasi einen Text-Channel und einen Voice-Channel und die können dann eben zusammenarbeiten.
Und genau, um 18:30 Uhr geht es dann los mit einem Welcome Call und um 19:30 Uhr geht es dann wirklich mit dem Hackathon los. Samstag gibt es 2 Check-ins, das heißt, da wird einmal ganz kurz überprüft, was man so gemacht hat. Und am Sonntag gibt es auch nochmal einen und um 15 Uhr am Sonntag ist der finale Check-in und Infos zur Einreichung der Prototypen. Das bedeutet so viel wie man diese fertige Software dann auch zur Verfügung stellen kann, also wie die dann am Ende auch auszusehen hat. Und um 18 Uhr werden eben die Prototypen eingereicht, um 19 Uhr wird dann ein Webcast gehalten, wo man dann das Ganze auch sehen kann, also wer da was gemacht hat und wie das jetzt weitergeht. So, und danach sind wir noch nicht fertig, danach kann man immer noch weiter an der Software arbeiten und ich meine, wir als Community haben natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um das alles zu machen. Ich nehme an, dass auch ich noch einiges an diesem Hackathon lernen werde, auch wenn ich nicht die ganze Zeit dabei sein kann, das werde ich schon mal voraussagen, weil ich hin und wieder auch mal weg muss. Aber ich meine, das ist ja logisch, ich meine, jeder muss mal schlafen oder essen oder eben mal was anderes machen. Aber ja, das ist so ein bisschen der Plan. Und natürlich kann auch jederzeit mal irgendwie jemand Pause machen oder sowas, das ist alles kein Thema. Cool. Und ja, ihr seht hier unten auch noch 2 Countdown-Uhren, die sind ziemlich interessant. Da kann man dann eben auch noch sehen, wie lange man noch Zeit hat. Ihr seht, ich nehme das Video jetzt quasi direkt auf. Schneiden werde ich das dieses Mal nicht wirklich, denn ja, es muss schnell gehen, okay? Der Hackathon existiert noch gar nicht so lange. Ich glaube, der wurde erst vor ein paar Tagen ins Leben gerufen. Okay, und im Endeffekt sehen wir hier auch, dass die Bundesregierung da dabei ist. Ihr habt hier unten auch noch ein paar Info-Ads, bla bla bla. Aber das braucht ihr natürlich alles gar nicht. Jetzt noch kurz zu meinem Vorschlag. Und zwar habe ich einen eingereicht, der nennt sich ein E-Learning-Portal mit Aufgaben. Das hat einen nicht so sexy Titel, ich gebe es zu, aber so ist schon mal klar, was gemeint ist. Und zwar geht es darum, die Schüler, die aktuell nicht in die Schule können, deren Abschluss ist teilweise gefährdet, okay? Die Studenten können teilweise ihre Prüfungen nicht wahrnehmen oder überhaupt keinen Abschluss machen. Es ist im Endeffekt alles gefährdet, was eure Bildung angeht. Den Azubis geht es nicht anders. Und deswegen sehe ich das Ganze so, wir brauchen mehr digitale Bildung, gerade jetzt in diesen Zeiten. Ich sage das schon länger, aber jetzt müssen wir das tatsächlich machen. Und was so meine Vision ist, wäre ein Portal, wo wirklich Lehrer und Lehrerinnen Aufgaben verbreiten können, also quasi eingeben können und teilweise vielleicht sogar Schüler können Aufgaben eingeben, die dann halt von Lehrern überprüft werden können. Und diese Aufgaben können dann von Schülern aus ganz Deutschland bearbeitet werden. Dadurch arbeiten sozusagen alle Lehrer gemeinsam an Aufgaben und vielleicht kann man da sogar eine Art Informationsplattformen stellen, wo dann eben auch diese einzelnen Themen erklärt werden neben der Aufgabe. Und dann muss man diese ganzen Aufgaben bearbeiten und sieht dann auch schon direkt das Ergebnis, wie zum Beispiel in Mathe. Gut, natürlich in Deutsch wird das nicht so gut funktionieren, aber eben zum Beispiel in Mathe kann man sagen, hey, wir haben hier Aufgaben, die wurden bearbeitet, das Ergebnis ist richtig und schon haben wir ein Feedback. Und im Endeffekt kann da jeder Aufgaben eingeben, das heißt, alle Lehrer arbeiten zusammen und nicht alle für sich so ein bisschen und jeder Lehrer muss eben seinen Schülern separat Aufgaben geben. Manche machen es über Moodle, manche machen es über GitHub, habe ich auch schon gehört. Ihr habt mir da selbst schon relativ viel davon erzählt. Das ist einfach komplett chaotisch und absolut nicht sinnvoll. Deswegen brauchen wir da eine bessere Lösung, meiner Meinung nach. Genau. Und vielleicht kann man das Ganze so ein bisschen wie Coding Game aufziehen. Ich habe das auch unten mal verlinkt. Könnt ihr gerne mal reingucken. codinggame.com ist eigentlich auch für Programmierer sowas Ähnliches. Da sind so Aufgaben dabei und jeder kann da diese Aufgaben bearbeiten. Und genau. So. Und das kann man natürlich für alle Fachbereiche machen. Das heißt, man kann hier tatsächlich Schulen reinnehmen, man kann Ausbildungsbetriebe reinnehmen, eben auch diese Ausbildungsstätten tatsächlich und man kann Unis reinnehmen, man kann Fachhochschulen reinnehmen, man muss das nur richtig darstellen und deswegen werden wir das dann in einer Webanwendung dann hoffentlich zustande bringen. Wenn ihr Bock habt, dann ja einfach mal hier den Wir vs. Virus Hackathon beobachten und euch als Teilnehmer anmelden und dementsprechend dann auch vielleicht bei meinem Vorschlag mitarbeiten und ja, dann werden wir natürlich weiterhin irgendwie gemeinsam daran arbeiten. Ich hoffe, das Ganze kommt zustande, ansonsten sind natürlich auch höchstwahrscheinlich, ich kenne leider nicht alle, aber höchstwahrscheinlich gibt es einen Haufen geile andere Vorschläge, die man so bearbeiten kann. Das heißt, falls ihr einen anderen cooler findet, dann nehmt ruhig den. Ich bin euch da nicht böse. Hauptsache, wir machen was gegen unsere jetzige Lage, denn offensichtlich sind wir nicht so vorbereitet, wie wir das eigentlich dachten. Okay, das war's von meiner Seite und ja, bis hoffentlich bald. Wir hören uns. Ciao.